Willkommen zurück, Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fragrance Talk wieder hier aus Hamburg. Ja, ihr habt's gelesen. Ja, es ist endlich soweit. Er Zoologist Video ist da. Meine ganzen Düfte, die ich von dieser Marke habe. Zoologic, Zoologist, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine Brand, die ich einfach feiere von Anfang an. Ich liebe sie. Sie sind sehr strange, manche Düfte. Und ja, passen sie, ich werde jetzt nicht so genau ins Detail reingehen bei jedem Duft, weil das würde in den Rahmen sprengen, aber passen diese Düfte oder nicht? Das ist die Frage, wo kann man sie tragen und so weiter. Eddie schaut genau hin, ob ich das richtig mache, weil auch er hat natürlich einen Duft, der kommt. Und ja, aber wir schauen gleich mal rein. Aber bevor ich anfange, Leute, ja, für alle Neuen, drückt die Glocke, bleibt hier, es würde mich natürlich freuen, weil wenn ihr so eine Fans seid, Freaks, was Düfte angeht wie ich, oder auch die anderen, die schon hier sind, dann bleibt einfach hier und schaut meine ganzen Videos, hier sind ja genug da. So, dann wollen wir mal anfangen. Wir fangen mit den ersten an und den habe ich nicht als Flakon da. Ist auch nicht so wild, das musste mal ganz schnell gehen und ich bin auch noch nicht zugekommen, den irgendwie groß zu testen. Ich hatte ihn bei Twitch einmal ganz kurz angeschlagen und zwar rede ich von Seepferdchen, Seahorse und ja, den habe ich als 10 ml von Victor bekommen und vielen Dank erstmal an Victor, er ist immer ein sehr cooler Typ, der immer sofort mir zurückschreibt und ja, auf jeden Fall hat er mir die erstmal zur Verfügung gestellt, hat gesagt, möchte ich die haben und so weiter und möchtest du den testen? Und ich sage ja. Und ich sage nicht nur ja bei diesem Duft. Es ist der erste Duft, wo ich echt erstmal nicht sofort ja sage, wow, wie auch immer, der ist geil, wenn man mich jetzt fragt, sondern wo ich sage, weil es ist zwar ein frischer Duft, ja. Er geht nicht ins salzige Meerwasser, aber irgendwie so ein bitterer Beigeschmack, würde ich mal sagen. Er ist, ich weiß nicht, ich kann den ganz schwer einsortieren. Ich weiß auch noch nicht wo. Es ist auf jeden Fall ein aquatischer, frischer Duft. Nicht seifig, nicht zu frisch und so weiter, aber irgendwie als wenn Alge ist falsch, irgendwas Moderiges im Hintergrund mitschwimmen. Ich weiß es noch nicht. Es ist, also ich finde ihn soweit gut, aber ich hätte mir ein bisschen was anderes erwartet. Obwohl Seepferdchen, vielleicht auch nicht. Irgendwie passt es schon, aber er ist trotzdem für einen Zoologist-Duft ziemlich zurückhaltend. Die Düfte sind ja... Also ich bin ja von Anfang an dabei und da waren die Düfte, aber da kommen wir gleich zu, mal ganz anders. Aber auf jeden Fall das Seepferdchen, wenn ihr sowas in der Art haben wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den mal testen. So, dann nehmen wir mal die Fledermaus. So, Bad. Da haben wir Bad. Und das ist ein Duft, der etwas stinkt schon ein bisschen, dann aber auch fruchtig ist. Ihr müsst ja wissen, für die das erste Mal jetzt mit diesen Düften sich auseinandersetzen, ist es auch ein bisschen feucht, so riecht dieser Duft wirklich so. Es ist ja immer, das Interessante an dieser Marke ist ja, dass diese Düfte der Umgebung des Tieres angepasst worden sind. So soll das ungefähr dargestellt werden. Du kannst natürlich keine Fledermaus richtig als Duft rausbringen. Du kannst ja mal eine Fledermaus riechen, das ist dann schon, ja. Ne, obwohl das auch schon nicht einfach ist, dieser Duft. War wirklich fruchtig, feucht, so ein bisschen so wie im Keller. Ihr kennt ja die Fledermäuse, also wer der schon mal im Tierpark in so ein Tropenhaus war, wo Fledermäuse ist, weiß, wie das da riecht. So riecht dieser Duft nicht, aber schon feucht und ziemlich ein bisschen fruchtig und moderig auch ein bisschen, aber er hat schon etwas. Das ist immer das, was im Hintergrund ist, auch ein bisschen, frisch, auch ein bisschen Frische und keine Seifigkeit, aber einfach Frische, kühl so ein bisschen, auf jeden Fall ein kühler Duft auch. Die Flakons sind immer sehr nice. Sehr interessanter Duft aber, muss man sagen. Haltbarkeit ist da gut,
Ne, liegt bei 8 Stunden. Bei den 9 kann ich das wirklich, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe den einmal drauf gehabt. Wie gesagt, ich muss die nochmal wirklich hier, das Seepferdchen nochmal auseinandernehmen. Aber der hält auf jeden Fall gut. Und sehr cooler Duft, was das angeht. Hat aber nicht unbedingt so viele Fans. Man muss denen wirklich Zeit geben. So. Was haben wir denn? Dann haben wir hier Sloth. Das Faultier. Ja, sehr interessanter Duft. Auch hier. Hier haben wir sehr so ältere Früchte, die schon ein bisschen länger liegen, muss man so sagen. Ein bisschen verschwitzt und auch schon ein bisschen stinkend. Ich sag ja, nun ist die Frage, ihr werdet bestimmt fragen, warum trägt man so eine Düfte? Warum möchte man das? Das kann ich euch nicht wirklich erklären. Vielleicht ist das so eine kleine, für Leute, die sowas tragen, wie bei Oud im Endeffekt. Vielleicht ist das auch so eine kleine Perversion, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu erklären. Sloth ist, ja, wie soll ich sagen, also wirklich ältere Früchte, so bitter und ja, so ein bisschen erdig dann im Hintergrund. Animalisch auch, also sehr interessant, hält so seine 7, 8 Stunden, ist jetzt nicht ganz so auf die Fresse wie viele andere. Ist auch interessant, muss man sich aber ranführen. So, und der nächste, ja, Snowy Owl, die Schneeeule. Das ist ein Duft, ja, damit könnt ihr nicht so viel falsch machen. Im Endeffekt ist es ja schwer, wie willst du jetzt eine Schneeeule so ein bisschen wärmen, warm, denn mit Schnee, willst du Schnee in einen Duft wieder darstellen? Im Endeffekt ist das ein Duft, der ledrig ist, ja, ledrig, grün bisschen. Ob das nun eine Schneeeule, ja, schwierig. Es ist ein schöner Duft, der gar nicht aneckt, wirklich. Das ist auch einer, so der letzten, der rausgekommen ist. Er geht leider so und so in die Designer Main-Richtung langsam. Er will einfach nicht anecken und mehr Kohle machen. Er macht alles selber aktuell, deswegen ist er auch ein bisschen, der hat so viel Arbeit und er macht wirklich alles selber. Selbst verschicken manchmal, der Chef. Also, es ist Wahnsinn. Deswegen will er wahrscheinlich mehr in dieses, es ist schade. Im Endeffekt ist diese Marke einfach so rausgekommen, extraordinär. Wirklich Düfte, die es nicht gab. Die es noch nirgendwo so ungefähr, die hat man woanders noch nicht so gerochen. Und das ändert er jetzt leider. Es ist schön, ja, die Schneeeule ist schön, aber es ist so Mainstream. Wisst ihr das? Aber für normal Leute, die nicht so extrem das haben wollen, passt es dann wieder besser. So, dann kommen wir zu Bee. Ja, Bee, die Biene, das ist für mich, sieht ja geil aus, ne? Das ist für mich der beste Honigduft, den es gibt. Und süß, wie außer Honigwabe. Natürlich für beide Seiten zu tragen, Frau und Mann. Sehr interessant. Hammerhaltbarkeit, super starke Ausstrahlung, cremig, Honig, süß, Honig. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Und ja, das sagt wirklich alles. Und mehr muss man gar nicht eigentlich dazu sagen. Bienenwachs, so könnte man das auch von Kerzenwachs und dann aber wie die Honigwabe und für mich der beste Honigduft. Authentischer Honigduft, richtig geiler Duft. Also besser als der Kilian, wie heißt er? Back to Black, glaube ich. Ich finde ihn definitiv besser und ja, sehr geiler Honigduft. Ich muss hier ein bisschen, jetzt nicht so tief reingehen, weil ich habe hier noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir Dragonfly. Ja, Dragonfly ist ein Duft, der auf jeden Fall sehr grün ist, frisch und die Sprüher sind manchmal immer verschieden. Manchmal kommt so ein Sprühnebel raus, dann manchmal so, schade ein bisschen, aber ja, das ist auch ein Duft, den auch eine Frau tragen kann auch und vielleicht sogar eher eine Frau, Dragonfly. Und meine Frau macht den sehr gern. Ist einfach ein frischer, grüner Duft, blumiger Duft auch ein bisschen. Kann man sehr gut eigentlich immer benutzen. So, dann nehmen wir mal denselben ähnlichen. Na, ja, nehmen wir einfach den. Elefant. Ja, der Elefant ist da. Und da ist die Kokosmilch auf einer grünen Wiese gekippt, daneben ein bisschen Stroh. So müsst ihr euch diesen Duft
vorstellen. Dazu sehr trocken. Und hier haben wir wieder den Sprühnebel. Ja, sehr trockener Duft, aber ein sehr cooler Duft, der Elefantenduft. Ja, mehr muss man nicht sagen. Trocken, leichte Kokosnuss, ein bisschen. Ne, ihr nehmt nicht wirklich so, wie ihr das sonst kennt, Kokosnuss da, also wahr. Und dann, wie gesagt, bis auf das grüne, frische Gras und daneben eben so ein Strohbalm von Elefant und trockener Strohwein. Das ist, wie gesagt, die Düfte sind nicht einfach zu beschreiben, aber so Freestyle-mäßig mache ich das aus. Und Elephant finde ich wirklich sehr, sehr nice. So, dann kommen wir zu einem, ja, das ist jetzt der erste Duft, den ich euch vorstelle. Das wird nicht jeder mögen. Und wenn ihr eben am Anfang schon abgeschreckt wart, die Moth wird noch härter. Weil der riecht wirklich wie Mottenkugeln, der Duft. Also, ja, so wirklich ölig, Keller und Mottenkugeln. Ist dann aber ein bisschen fruchtig, nicht so viel sprühen, sehr stark. Kann man abends am besten tragen. Nicht am Tag, ist kein Duft, Motte eben, ne? Ist kein Duft für den Tag irgendwie. Und auch nicht einfach mal so auf der Couch zu sitzen und überhaupt. Ja, aber das sind Düfte, wenn ihr Eier habt, wenn ihr Lust habt, mal was anderes zu haben, wenn ihr euch traut, dann ist dieses Haus, diese Brand interessant. Und dann gehört Motte definitiv dazu hier. Also das macht schon Angst im Endeffekt, aber Motte sehr geil. Auf jeden Fall gesagt, sehr, sehr stark. So, und dann kommen wir zu den nächsten. Hyrax, hoffe ich richtig ausgesprochen. Hyrax oder Hyrax, auf jeden Fall, das ist ein Duft. Ja, der ist auch Leder. Es ist das Problem, die riechen wirklich alle verschieden, aber sie sind schwer zu beschreiben. Das sind für mich, finde ich, mit die schwersten Düfte zu beschreiben, vor allen Dingen euch zu sagen, geht da wirklich mal ran, wenn ihr das hört, nach was die Mottenkugeln. So, wie soll ich euch jetzt sagen, Leute, es ist eigentlich gar kein schlechter Duft, aber ihr riecht nach Mottenkugeln. Versteht ihr, was ich meine? Wie soll ich das darstellen? Und dieser Duft hier ist auch sehr, sehr, sehr starker Duft, aber auch animalisch, würzig, auch wieder ölig ein bisschen, so Ölschmiere. Und ja, schwer, ich finde den Duft sehr schwer zu beschreiben, diesen Duft hier. Aber so müsst ihr euch den vorstellen. Aber sehr interessant, kann ich euch auch ans Herz legen. Für Leute, die wirklich ein bisschen Dampf haben wollen, diese Männerdüfte richtig, ne? Weil das ist kein Frauenduft, gleich vorweg. Jetzt kommt ein Frauenduft, wirklich. Nachtigall. Das ist ein richtig eleganter, schöner, blumiger, leicht seifiger Duft, der richtig herrlich riecht und mache ich wirklich sehr an meiner Frau riechen. Ist ein Unisex, könnt ihr auch Mann tragen, aber ja, ihr seht, das ist eher doch für die Dame. Aber ich mache ihn sehr gern riechen und riecht sehr, sehr interessant, hält auch sehr gut, ist für die Nachtigall eben, ja. Ja, ist richtig schön. So ein bisschen, riecht so ein bisschen wie Ahoi-Brause, wenn man so da dran riecht, habe ich das Gefühl. Und dann dieses Blumige und so. Ich rieche immer noch ihn hier. Also der hier hat Power. Ja, aber hier, Nachtigall. Sehr interessant. So, und dann haben wir den Musk Deer. Hier, da haben wir den Musk Deer. Ja, und das ist ein Duft, der hier im Moment nicht mehr so riecht. Das ist heftig hier, das Sprüh wird hier nachher riechen. Hardcore. Ja, Moschus natürlich, ist klar, sehr auf Moschus aufgebaut. Wer so einen männlichen Moschusduft haben möchte, sollte auf jeden Fall Musk Deer, ne, sich besorgen. Den alten Moschus-Ochse, sage ich schon. Ja. Also, übrigens, fast alle Eau de Parfum und Extract de Parfum, wie ich immer so schön sage. Und ja, sehr gute Verarbeitung, geile Flakons,
sehr gut gehalten. Die Bilder auch übrigens alles selbst gemacht und sehr interessant. Machst dir für einen schönen würzigen Moschusduft. Ja, das dazu. So, dann haben wir den Koala. So, Koala. Und das sagt schon alles, was jetzt kommt, ist ja klar. Ja, Eukalyptus, dazu grün, schön ausgewogen, richtig schön, als wenn ihr in der Natur seid. Interessant, riecht auch hier, muss ich alles sprühen. Ja, es ist einfach und gleich vorweg nicht mit Bodyco, es ist ja auch ein Eukalyptusduft, nicht zu vergleichen, anders. Interessant, frisch, süßlich leicht, Eukalyptus, Natur, ihr merkt wirklich die Natur ein bisschen so draußen in Australien, so nach dem Motto, sehr geil, interessanter Duft. Der Koala. So, dann hätten wir noch den Chipmunks hier. Ja, das ist ein nussiger Duft, logischerweise. Ja, hier wieder Sprühnebel, das ist immer, ja, habe ich auch mal mit Victor Wong drüber gesprochen. Ja, das ist Haselnuss, leicht frisch, leicht holzig. Ja, so müsst ihr euch den Duft vorstellen. Ist interessant, ist jetzt nicht mein Lieblingsduft, aber sie gehören dazu. Ich habe auch, glaube ich, nicht alle gleich vorweg. Es fehlen, glaube ich, 3. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, welche, aber ich habe so viel, es reicht im Endeffekt. Alles im Endeffekt mit sehr guter Haltbarkeit. Vor allen Dingen die Anfangdinger, da kommt noch ein Biest. Und ja, auf jeden Fall sehr interessanter Duft der Chipmunks, aber man muss so auf diese Haselnüsse und Nussdüfte stehen. Ja, dann hätten wir den Beaver noch. So, und das ist dann wieder so ein bisschen ja, Leder, Feuchtigkeit, Wasser, aquatisch und würzig. Auch wieder ein Duft, der schwer zu beschreiben ist oder euch ans Herz zu legen. Beaver. Ja, schwer, ledrig ein bisschen, das was ich will jetzt hier nicht so viel sprühen, weil das riecht hier immer noch alles durcheinander. Sprühnebel wieder. Ja, ledrig, mehr ledrig, so trockenes Leder. Ein bisschen aquatisch finde ich in den Hintergrund, hier übrigens alles wirklich schönes Leder. Das Logo und ja, auch ein Duft, Beaver, ein bisschen schwer zu erklären, aber eigentlich ein cooler Duft. So, ja gut, dann haben wir Lakritze, Leder, das jetzt kommt, und zwar das Rhinoceros. Und das ist ein Duft auf die Fresse, ja, Lakritze, tiefes Leder, starkes Leder, Würzigkeit, bisschen animalisch, richtig auf die Fresse, hat aber durch die Lakritze einen schönen geilen Touch. Da bitte nicht so viel benutzen, weil das ist ein Monster, sehr extrem stark, sehr nice, noch nicht viel benutzt. Es sind Düfte, die kann man nicht, das sind wirklich, also ja, ihr habt ja einige dazwischen, die kann man einfach nicht immer tragen. Sie sind für spezielle Anlässe oder wenn ihr irgendwie alleine draußen seid oder irgendwie, keine Ahnung, es ist schwierig, manche Düfte, zu welcher Situation man wirklich diese Marke tragen kann. Wie gesagt, wir kommen ja noch zu den, hier so Eddie sein Duft da, ja, schauen wir mal. Rhinoceros, da kommen wir gleich zu, weil, das ist der Tintenfischduft, der ist sehr beliebt, aber da kommen wir gleich zu. Rhinoceros auf jeden Fall richtig schön auf die Fresse. So. Dann hätten wir Chamäleon. So, Chamäleon ist auch ein Duft, weil wir da gerade waren. Den kann man sehr gut locker und entspannt tragen. Das ist auch hier ein sehr fruchtiger, blumiger, auch wieder ähnlich so wie Heubrause, diesen Duft, diesen Touch. Und das ist im Endeffekt ein süßer, wirklich Chamäleon-mäßiger Duft, der, wie gesagt, Fruchtigkeit, Süße, frische Blumigkeit wiedergibt. Und ja, das Chamäleon eben. Ist sehr interessant, sehr interessanter Duft. Und den kann auch wieder, oder den können beide tragen. Sehr interessant. Ich habe hier überhaupt keinen Platz. Wenn ihr das euch anschauen würdet. Tja. So, dann hätten wir auf jeden Fall, den werde ich nicht richtig aussprechen, wahrscheinlich Maca. Der Affenduft nenne ich ihn immer. Auch der Duft wieder sehr schwer zu beschreiben für mich.
Da hat man auch wieder Früchte, ältere Früchte ein bisschen reingenommen, animalisch. Und aber diese Düfte, die ich jetzt hier so wie Hyrax und wie auch immer, dann haben wir ja hier den Bad. Die sind trotzdem alle verschieden, auch wenn ich sage animalisch, Früchte und so weiter. Trotzdem sind sie verschieden. Die riechen nicht gleich, also keine Angst. Aber das sind diese Düfte, die schwer zu beschreiben sind. Sie haben einfach eine animalische Würzigkeit mit Frucht und so weiter. Ein bisschen Leder auch. Und hier ein bisschen Frische noch, aber schon animalisch. Ja, ist sehr interessant, kann man aber nicht immer so wiedergeben. So, dann nehmen wir mal den beliebtesten Duft von dieser Marke, wirklich. Und selbst bei Frauen, und zwar Camel. Ja, das Kamel. Und das riecht, das habe ich schon oft vorgestellt, eben wie auf dem Bazar in Dubai oder in Tunesien, wie auch immer. Datteln, Früchte, dazu warm. Ne? Es ist ein arabischer Staat zum Beispiel, wie gesagt, in Dubai. Und ja, so ein bisschen wie warmes Kamelfell. Das kann man nicht wirklich beschreiben, muss man Geruch haben, aber selbst Frauen mögen diesen Duft. Animalisch dazu ein bisschen. Sehr interessant ist, glaube ich, der beliebteste und der meistverkaufteste von dieser Marke, Camel. Solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Sehr interessant. So, dann kommen wir zu Civet. Civet ist ein Duft, den viele am meisten mögen. Der ist, glaube ich, auf Parfum auch mit am besten bewertet, neben Camel. Und hier haben wir so ein bisschen, ich glaube, hier war Rum drin oder Whisky. Und auch Fruchtigkeit macht ihn sehr interessant, sehr auch cremig, elegant. Und ja, es ist ein doch sehr interessanter Duft, der wirklich ein bisschen mehr Eleganz ausstrahlt, wirklich. Kaum zu glauben, aber ist so bei der Marke. Und durch diese Fruchtigkeit, diesen leicht alkoholischen Touch, ist er doch auch Süße, die da ist. Sehr interessant. Civet, ja. Jetzt ist hier aber einer untergegangen, hier irgendwo, merke ich gerade. Und ich habe keine Ahnung, wo der gerade rumfliegt, ehrlich gesagt. So, da haben wir mal Stier. Und mir fehlt, und da wird er ganz traurig sein, nee, da haben wir ihn. Squid. Ja, Squid, der Tintenfisch, der Oktopus, der, wie werden die alle, die haben ja tonnenweise Namen hier, die guten Jungs hier. Und ja, das ist ein sehr schöner Sommerduft. Eine Fruchtigkeit drin, denn wirklich aquatisch, salzig, süß, aber so aus der Tiefe des Meeres, wo die ja kommen, wo die ja herkommen. Ich finde diese Tiere sehr interessant, mochte ich schon immer. Und dieser Duft strahlt einfach, ist geil. Und gleich vorweg, er ist nicht mit Megameer zu vergleichen. Null. Megameer ist eine ganz andere Liga. Megameer hat auch nicht mit Squid zu tun. Irgendwo Megameer ist wirklich Titanic und verrostet, extrem aquatisch. Kann man gar nicht beschreiben. Das hier, wie gesagt, die Süße, der Oktopus, der, weiß ich nicht, hier die blaue Tinte aussprüht. Sehr interessanter Duft. Barbosa oder wie heißt er eigentlich von Fluch der Karibik da? Hat Ähnlichkeiten. Sehr interessant. Und ja, geiler Duft. Also das ist wirklich ein richtig geiler Duft. Wie gesagt, ich mache alle Düfte, aber das passt und den könnte man mal zu Ihnen hier stellen. Sehr interessant. So, und jetzt kommen wir zu Ihnen hier. Ja, genau, den T-Rex. Ja, und das ist der Killer, auch unter den Zoologist-Düften. Und das muss man mögen. Hier riecht ihr nicht nur angebratenen Speck oder wie auch immer, was verkohltes, rauchiges, sondern auch metallisches Blut, beziehungsweise Blut. Blut riecht ja metallisch, das weiß man ja. Und so müsst ihr euch den Duft vorstellen, als wenn der T-Rex einen anderen Dinosaurier gerissen hat und er tot da liegt und dann irgendwann nehmt ihr ihn, das ist eine komische Vorstellung, und nehmt ihr ihn und dann hängt ihr ihn über ein Feuer,
tot und es ist heftig, aber das ist der Duft mit einer bombastischen Haltbarkeit und auch Ausstrahlung. Ganz schwer, ganz kaum zu tragen, kaum zu benutzen. Also alle, ich hoffe, ich habe alle jetzt vorgestellt. Alles, was ich hier so sehe, ja, das hier ist ein Monster T-Wax. Ja, geil. Mein Sohn feiert den irgendwie, mein Sohn ist ja noch jung, aber irgendwie feiert er den, dachte mal, lass mal riechen, weil er ist auch großer Dinosaurier-Fan natürlich. Aber dieses metallische, das muss man mögen. Aber der ist natürlich nachher hinten raus sehr rauchig, ne, und so weiter. Aber bitte nicht zu viel aufsprühen. Hammer, hardcore stark. Ja, Leute, das war meine, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, glaube ich, weil die hier alle liegen in heftige Lage, dann waren das jetzt alle plus Ina sehr interessant. Ihr wolltet dieses Video haben, ich habe es gemacht. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Manche Düfte wirklich, ihr kennt ja mich, ich stelle ja nicht jetzt erst seit kurzem Düfte vor. Manche Düfte von dieser Marke sind schwer zu beschreiben, weil sie haben Ähnlichkeiten, aber sie riechen nicht gleich. Und das macht es sehr schwer und vor allen Dingen macht es schon so schwer, die Hardcore-Düfte, so wie T-Rex, Rhinoceros, Bat, Sloth, Moth, euch ans Herz zu legen, wenn ich euch sage, ja, ihr riecht dann ihr riecht das nach Blut, denn der andere riecht nach Mottenkugeln. Das ist schwer, aber ihr solltet echt mal die unter der Nase führen. Ich werde die jetzt nicht alle verlinken. Ich werde euch nur unten verlinken, wo man sie kaufen kann und dann vielleicht, ich sollte auch welche mit Abfüllung geben und dann müsst ihr wirklich mal gucken. Sehr interessant, wirklich sehr interessantes Haus. Früher jedenfalls. Leider geht er mir zu sehr jetzt ins mainstreamige Designer-Ding. Ihr werdet das merken selber. Chameleon ist noch was anderes gewesen. Ne? Auch so ein Vergleich. Zum Beispiel, ich muss jetzt mal hier, genau hier, zum Beispiel. Die sind alle sehr entspannt. Normalerweise kennt man unter der Marke extrem auf die Fresse. Aber trotzdem ist das hier noch seine alte, sagen wir mal, Handschrift. Man merkt das richtig, noch anders. Das ist wieder... Ja, man merkt einfach, komm, ich möchte mehr verkaufen, ich möchte, es soll nicht mehr so mehr Nische, Nische bedeutet ja einzigartig, weniger, nicht so viel. Und das ist dann leider nicht mehr, auch wenn der gut ist, der Duft. Aber diese Düfte sind anders von früher. Und vor allen Dingen natürlich Rhinoceros, das ist übrigens auch die neue Version schon, aber auch die ist gut. Ich kenne auch noch die alte, die gibt's ja dann nicht mehr, auch von manchen, aber alle die neuen sind gut geworden. So, Chameleon. Wie gesagt, ja, das war mein Zoologic, Zoologos, wie auch immer, Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.